Minderheiten in der Türkei möchten zurück zum parlamentarischen Regierungssystem. Warum sie das wollen und was dann ändert würde, sehen wir hier. Es ist eine Ein-Mann-Regierung, wird von Regierungsgegnern gesagt. Der Präsident könne alle Minister selber bestimmen. Der Präsident darf auch ein Parteimitglied bleiben. Das stört die Opposition, denn so setze sich der Präsident nur für seine eigene Partei ein, wird behauptet. Aber warum hat man 2017 gerade dieses System vorgeschlagen und vom Volk so gewählt? Schaut man genau hin, dann erkennt man die Gründe. Der Präsident darf parteiisch sein, denn als Kandidat wird er vom Volk bestimmt. Nur wenn das Wahlvolk weiß, was der Kandidat als Ziel bearbeiten wird, kann der Wähler auch unter mehreren Kandidaten seinen Favoriten erkennen. Und der gewählte Präsident vertritt damit die Mehrheit und muss sich für diese Ziele einsetzen, welches das Volk durch die Wahl wünscht. Also soll der Präsident auch sein Team, also die Minister selbst zusammenstellen dürfen. Denn der Präsident braucht für sein Ziel jede Leute, denen er vertrauen kann. Das alles ist in einem parlamentarischen Regierungssystem nicht möglich. Und wenn doch, dann nur mit Kompromissen. Deshalb wird bei der parlamentarischen Demokratie der Ministerpräsident auch nicht vom Volk gewählt. So vertritt bei einer Präsidialdemokratie wie in der Türkei der Präsident das Volk. Und das Parlament als die zweite Gewalt die Lobbyisten und weiteren Interessegruppen. Und so können sie sich gegenseitig kontrollieren. In der parlamentarischen Demokratie wird alles im Parlament bestimmt und Erfahrungen zeigen, dass so das Volk zu kurz kommt und meist die Lobby das Sagen hat. Also könnte man erst recht bei einem parlamentarischen System von einer Ein-Mann-Regierung sprechen. Denn in diesem System wählt der Ministerpräsident nicht nur die Minister, sondern auch alle Richter. Damit gibt es auch keine reine Gewaltenteilung, wie bei der Präsidialdemokratie in der Türkei. Ein Ein-Mann-System kennt die Türkei heute nicht mehr. Seit der Einführung der Präsidialdemokratie ist das Vergangenheit. Früher gab es in der Türkei nach Putsch immer eine Ein-Mann-Regierung, weil das Militär mit einem Offizier die Macht übernahm. Ein Ein-Mann-System bestand in der ersten Regierungszeit der CHP, wo andere Parteien noch verboten waren. Mit Präsident Adnan Menderes kam das Mehrparteiensystem. Er hatte die Demokratie in der Türkei eingeführt. Er wurde darauf 1960 weggeputscht und hingerichtet. Beim Putsch von 1980 wurde das parlamentarische System eingeführt. 2017 wurde durch die Volksabstimmung das modernste und demokratischste Regierungssystem der Türkei eingeführt, was nun eine Minderheit wieder abschaffen möchte und so die Demokratie ignoriert.